Im Hostel. Guten Tag. Ich habe eine Reservierung für 2 Nächte. Guten Tag. Auf welchen Namen? Auf den Namen Anna Müller. Einen Moment. Ja, gefunden. Ein gemischtes Zimmer mit 6 Betten, richtig? Ja, genau. Um wie viel Uhr ist der Checkout? Um 10 Uhr morgens. Perfekt. Ist das Frühstück inbegriffen? Nein, aber es kostet nur 4 Euro. Es ist von 7:30 Uhr bis 9:30 Uhr. Was gibt es zum Frühstück? Kaffee, Tee, Brot, Butter, Marmelade und Kekse. Gut. Kann ich jetzt bezahlen? Natürlich. Es sind 42 Euro insgesamt. Bitte sehr. Akzeptieren Sie auch Karte? Ja, selbstverständlich. Möchten Sie eine Quittung? Nein, danke. Ihr Zimmer ist im 2. Stock, Bett 5. Gibt es einen Aufzug? Nein, nur Treppen. Gibt es Schließfächer für die Koffer? Ja, unter jedem Bett. Sie brauchen ein Schloss. Kann ich eins hier kaufen? Natürlich, es kostet 3 Euro an der Rezeption. Danke. Um wie viel Uhr schließt das Hostel abends? Die Haupttür schließt um Mitternacht, aber Sie haben einen Code. Super. Gibt es auch eine Küche? Ja, im 1. Stock. Sie ist bis 22 Uhr geöffnet. Perfekt. Und wo kann ich Wasser kaufen? Wir haben kleine Flaschen. 1 Euro. Ich nehme eine, danke. Bitte sehr. Falls Sie etwas brauchen. Wir sind bis 23 Uhr hier. Vielen Dank. Alles klar. Willkommen und einen schönen Aufenthalt. Danke, bis später. Beim Arzt. Guten Tag, Herr Doktor. Darf ich hereinkommen? Guten Tag. Ja, bitte. Nehmen Sie Platz. Was fehlt Ihnen? Seit gestern habe ich Bauchschmerzen und Übelkeit. Haben Sie auch Fieber? Nein, ich glaube nicht. Aber ich fühle mich sehr schwach. Haben Sie erbrochen? Nein, aber ich hatte heute 2-mal Durchfall. Haben Sie etwas Ungewöhnliches gegessen? Ja, gestern habe ich Fisch in einem kleinen Restaurant gegessen. Erinnern Sie sich, wann die Symptome begonnen haben? In der Nacht gegen 3 Uhr. Haben Sie Medikamente genommen? Nur eine Tablette Paracetamol. Verstanden. Haben Sie Schmerzen auch an anderen Körperstellen? Nein, nur im Bauch. Trinken Sie genug Wasser am Tag? Wenig. Vielleicht 1 Liter heute. Es ist wichtig, mehr zu trinken, besonders bei Durchfall. Ich verstehe. Ist es etwas Ernstes? Nein, es sieht nach einer leichten Lebensmittelvergiftung aus. Muss ich ins Krankenhaus? Nicht nötig. Ich verschreibe Ihnen ein Magenmittel. Brauche ich ein Rezept? Nein, Sie können es in der Apotheke kaufen. Es kostet etwa 7 bis 8 Euro. Soll ich es sofort nehmen? Ja, eine Tablette nach jedem Durchfall oder wenn Sie Schmerzen haben. Gut. Und wenn es mir morgen nicht besser geht? Dann kommen Sie wieder oder gehen Sie in die Notaufnahme. Vielen Dank, Herr Doktor. Keine Ursache. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. In der Apotheke. Nach einem Sturz. Guten Tag. Entschuldigen Sie, ich habe ein Problem. Guten Tag. Was ist passiert? Gestern bin ich gefallen und mein Knöchel ist geschwollen. Verstehe. Tut es sehr weh? Ein bisschen, besonders beim Gehen. Haben Sie schon Eis aufgelegt? Ja, aber nur gestern Abend. Gut. Möchten Sie eine Creme gegen die Schwellung? Ja, danke. Wie viel kostet sie? Diese Creme kostet 6 Euro. Wie muss ich sie anwenden? 2-mal am Tag, morgens und abends für 5 Tage. Soll ich den Knöchel auch bandagieren? Ja. Wenn Sie eine elastische Binde haben, legen Sie sie an. Kann ich normal gehen? Besser wenig und mit bequemen Schuhen. In Ordnung, danke für die Ratschläge. Keine Ursache. Hier sind die Creme und eine Binde. Das macht 9 Euro insgesamt. Bitte sehr. Vielen Dank. Noch einmal.
Gern geschehen. Guten Tag und gute Besserung. Auf Wiedersehen. Essen nach Hause bestellen. Hallo, guten Abend. Restaurant Das Gasthaus. Wie kann ich helfen? Guten Abend. Ich möchte bitte Essen nach Hause bestellen. Natürlich. Ihre Adresse bitte? Goethestraße 12, 3. Stock, Wohnung 5. Gut. Für wie viele Personen ist die Bestellung? Für 2 Personen. Möchten Sie das Tagesmenü oder etwas Besonderes? Ich hätte gern 2 Bratwürste mit Sauerkraut und eine Portion Rinderroulade. Einverstanden. Die Bratwürste kosten je 6 € und die Rinderroulade 7 €. Perfekt. Haben Sie auch Getränke? Ja, Wasser, Orangenlimonade, Cola und Bier. Dann nehme ich eine Flasche Sprudelwasser und ein kleines Bier. Gut. Das Wasser kostet 1 €, das Bier 2 €. Wie viel zahle ich insgesamt? Insgesamt 22 €, Lieferung inbegriffen. In wie viel Zeit kommt das Essen? In etwa 30 bis 40 Minuten. Kann ich bar bezahlen? Natürlich, oder auch mit Karte bei der Lieferung. Gut, ich zahle bar. Brauchen Sie Besteck oder Servietten? Ja, bitte. 2 Bestecksets und ein paar Servietten. Alles klar. Zur Zusammenfassung: 2 Bratwürste mit Sauerkraut, eine Rinderroulade, ein Sprudelwasser, ein kleines Bier, alles für 22 €. Genau, vielen Dank. Danke Ihnen. Der Lieferant kommt bald. Schönen Abend. Schönen Abend, auf Wiedersehen. Krankenversicherung für einen Touristen. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, danke. Ich bin im Urlaub in Deutschland und möchte eine Krankenversicherung abschließen. Gut. Für wie viele Tage bleiben Sie in Deutschland? Ich bleibe 2 Wochen. Perfekt. Die Touristenversicherung deckt Arztbesuche, Notaufnahme und Basismedikamente. Gilt sie in ganz Deutschland? Ja, in allen Regionen. Wie viel kostet sie für 2 Wochen? Sie kostet 35 € insgesamt. Beginnt die Deckung sofort? Ja, ab heute bis zum Abreisetag. Brauchen Sie meinen Pass? Ja, bitte. Bitte sehr. Danke. Sie müssen nur hier unterschreiben. In Ordnung. Hier. Perfekt. Möchten Sie bar oder mit Karte bezahlen? Mit Karte bitte. Zahlung erfolgt. Ich sende Ihnen den Vertrag per E-Mail. Und wenn ich mich schlecht fühle, was soll ich tun? Sie können die Nummer im Vertrag anrufen. Sie ist 24 Stunden am Tag erreichbar. Danke. Und wenn ich sofort einen Arzt brauche? Sie können in eine Privatklinik oder die Notaufnahme gehen. Danach schicken Sie die Quittung für die Erstattung. Alles klar. Vielen Dank für die Erklärung. Keine Ursache. Schönen Urlaub und gute Gesundheit. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf dem Markt. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, danke. Wie viel kosten die Pfirsiche? Die Pfirsiche kosten 2 € pro Kilo. Gut, geben Sie mir bitte 1 Kilo. Natürlich. Noch etwas? Ja, ich hätte auch gern Tomaten. Sind sie reif? Ja, ganz frisch. Sie sind perfekt für den Salat. Super. Ich nehme ein halbes Kilo. Haben Sie auch frisches Basilikum? Ja, hier. Ein Bund kostet 70 Cent. Super, ich nehme ihn. Brauchen Sie noch etwas? Heute haben wir auch sehr süße Feigen. Die sehen gut aus. Kann ich eine probieren? Natürlich, bitte. Köstlich. Ich nehme 200 Gramm, bitte. Gut. Also 1 Kilo Pfirsiche, 0,5 Kilo Tomaten, 1 Bund Basilikum und 200 Gramm Feigen. Das macht 5 € Ihre Bedarfe. Perfekt. Hier sind 5,50 €. Danke. Möchten Sie das Wechselgeld? Nein, das passt so. Danke. Danke Ihnen. Schönen Tag. Schönen Tag. Bis bald. In der Yogastunde. Hallo, ist das der Yogakurs für Anfänger?
Ja, genau. Bist du zum ersten Mal hier? Ja, ich habe noch nie Yoga gemacht. Willkommen. Keine Sorge, es ist eine sehr ruhige Stunde. Danke. Um wie viel Uhr beginnt sie? Wir beginnen um 18 Uhr genau. Sie endet um 19 Uhr. Perfekt. Brauche ich etwas Besonderes? Nur eine Matte und bequeme Kleidung. Hast du eine Matte? Nein. Kann ich eine hier nehmen? Natürlich. Wir haben einige verfügbar. Wie viel kostet die Stunde? 10 Euro für eine Einzelstunde oder 30 Euro für 4 Stunden im Monat. Ah, interessant. Kann ich bar bezahlen? Ja, sehr gut. Du kannst vor oder nach der Stunde bezahlen, wie du willst. In Ordnung, ich zahle danach. Wie viele Teilnehmer gibt es normalerweise? Normalerweise sind wir 8 oder 10. Es ist eine kleine Gruppe. Schön. Wie heißt die Lehrerin? Sie heißt Katrin. Sie ist sehr freundlich und erklärt alles ruhig. Ist der Raum immer hier? Ja, genau hier. Die Tür ist links von der Bar. Perfekt, vielen Dank. Keine Ursache. Wenn du Fragen hast, frag ruhig. Gut. Ich freue mich schon. Du wirst sehen. Es wird dir gefallen. Bis später. Bis später. Im Museum. Guten Tag. Ist hier der Eingang zum Museum? Ja, genau. Möchten Sie ein Ticket? Ja, bitte. Wie viel kostet es? Das volle Ticket kostet 12 Euro, das ermäßigte 8 Euro. Ich habe eine Studentenkarte. Bekomme ich den Rabatt? Natürlich. Dann sind es 8 Euro. Danke. Um wie viel Uhr schließt das Museum? Wir schließen um 18:30 Uhr. Gibt es einen Plan des Museums? Ja, hier. Die Hauptsäle sind im Erdgeschoss und im ersten Stock. Perfekt. Wo beginnt der Rundgang? In der Renaissance-Saal links. Darf man Fotos machen? Ja, aber bitte ohne Blitz. Gibt es eine Führung auf Englisch? Heute nicht, aber es gibt den Audioguide auf Englisch. Er kostet 3 Euro. Gut, ich nehme ihn. Perfekt. Möchten Sie bar oder mit Karte bezahlen? Bar, danke. Hier das Wechselgeld und der Audioguide. Viel Spaß beim Besuch. Danke. Eine Frage. Gibt es eine Bar im Museum? Ja, im zweiten Stock. Sie machen auch Sandwiches und Kaffee. Super, da gehe ich nach dem Besuch hin. Gute Idee. Wenn Sie etwas brauchen, fragen Sie ruhig. Vielen Dank. Schönen Tag. Schönen Tag und viel Spaß beim Besuch. Ich habe den Pass verloren. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Ich habe ein Problem. Ich habe meinen Pass verloren. Das tut mir leid. Wo haben Sie ihn verloren? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht gestern im Restaurant oder in der U-Bahn. Haben Sie schon im Hotel nachgesehen? Ja, ich habe an der Rezeption gefragt, aber sie haben ihn nicht gefunden. Wann haben Sie bemerkt, dass er fehlt? Heute Morgen um 9 Uhr, bevor ich rausging. Haben Sie eine Kopie des Passes? Ja, ich habe sie im Handy. Kann ich sie zeigen? Ja, danke. Das hilft. Welche Nationalität haben Sie? Ich bin Ukrainerin. Ich lebe in Kiew. Dann müssen Sie zum ukrainischen Konsulat gehen. Es ist in der Goethestraße Nummer. Irubedavde. Ist es weit von hier? Nein, 10 Minuten zu Fuß. Es ist von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Montag bis Freitag. Perfekt. Muss ich auch Anzeige bei der Polizei machen? Ja, besser. Es gibt eine Polizeistation in der Nähe des Konsulats. In Ordnung. Brauche ich einen Termin? Nein, Sie können direkt hingehen. Bringen Sie die Kopie und ein Dokument, falls Sie eins haben. Ich habe die Bordkarte und die Krankenversicherungskarte. Super, das reicht zur Identifizierung. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Keine Ursache. Ich hoffe, Sie lösen alles bald. Ich auch. Schönen Tag. Viel Glück und schönen Tag.
Metro-Ticket bezahlen. Guten Tag. Entschuldigen Sie, wo kann ich das U-Bahn-Ticket kaufen? Guten Tag. Sie können es am Automaten dort beim Eingang kaufen. Ah, danke. Ist er leicht zu benutzen? Ja, sehr. Sie können die Sprache wählen, auch in leichter Sprache. Perfekt. Wie viel kostet ein Ticket? Ein Einzelticket kostet 1,50. Es gilt 90 Minuten. Kann ich bar bezahlen? Ja, oder mit Karte. Muss ich das Ticket entwerten? Ja, vor dem Eingang. Es gibt eine gelbe Maschine bei den Drehkreuzen. Und um zum Hauptbahnhof zu fahren, reicht ein Ticket? Ja, es ist auf derselben Linie, etwa 10 Minuten Fahrt. Danke. Und wenn ich zurückfahren will? Dann müssen Sie ein weiteres Ticket kaufen. Gibt es Abonnements? Natürlich. Es gibt ein Tagesticket für 7 Euro. Es gilt den ganzen Tag. Interessant. Aber heute reicht mir ein Ticket. Sehr gut. Wenn Sie Probleme haben, fragen Sie beim Service. Vielen Dank für die Information. Keine Ursache. Gute Fahrt und schönen Tag. Danke. Ihnen auch.